Viele Unternehmen messen Suche immer noch mit einem Modell, das für die alte Internetwelt gebaut wurde. Dabei beeinflussen KI-Systeme Kaufentscheidungen längst, ohne dass Nutzer klicken, Sessions entstehen oder Conversions sauber zugeordnet werden können. Genau deshalb zeige ich dir in dieser Folge, welche Metriken für AI-Search bzw. KI-Assistenten gemessen werden können und wie du Sichtbarkeit und Einfluss bewertest, wenn Traffic an Bedeutung verliert. Viel Spaß! Die meisten Unternehmen stecken noch im alten Messmodell fest. Suche, Klick, Session, Conversion. Und ja, es gibt die klassische Suche noch, es wird sie vorerst weiterhin geben und hier messen wir natürlich weiter wie bisher. Alles gut. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass ein Großteil der Nutzer KI-Suche über klassischen Suchmaschinen präferiert. Außer die Babyboomer. Heutzutage kann es in einem KI-Assistenten sein, dass meine Inhalte Entscheidungen beeinflussen, ohne dass jemals auf meiner Website war, meine Marke empfohlen wird, ohne dass ich zitiert werde, meine Marke in einer KI-Übersicht vorkommt, obwohl ich nicht auf der ersten Seite bin. Willkommen in einer Zero-Click-Welt, in der Klicks und Traffic weniger bedeutsam werden und auch zurückgehen und sich alles um Einfluss dreht. Eure Zielgruppen und Kunden sind schon dort. Wie kann ich AI Search Visibility messen und welche Metriken sind wertvoll? Eine wichtige Warnung, bevor wir jetzt reinstarten: AI Visibility Tools messen je nach Setup nicht die objektive Wahrheit, sondern die Sichtbarkeit eurer Marke in einem definierten Promptset über bestimmte Modelle, Regionen und Zeiträume. Genau deshalb sind Trends, Vergleiche zu Wettbewerbern und die Segmentierung entlang der Customer Journey meist aussagekräftiger als absolute Einzelwerte. Starten wir mit Share of Citations, Anteil der Quellennennungen entlang der Kundenreise. Was lernen wir aus Share of Citations? Share of Citations zeigt dir, wie oft eure Domain oder Inhalte von KI-Systemen als Quelle herangezogen und explizit zitiert werden. Als Beispiel bei Evergreen Media sehen wir uns an, okay, wie oft werden die Inhalte von unserer Webseite zitiert, aber auch wie oft werden Videos oder unser YouTube-Kanal zitiert. Das ist ein guter Indikator dafür, wie stark eure Marke als vertrauenswürdige Referenz und Autorität in relevanten Themenfeldern verankert ist. Das heißt, was wir hier machen, ist Quellenaufbau. Ein kurzer Key-Insight hier: Inhalte werden häufiger in KI-Antworten zitiert oder für Antworten herangezogen, wenn sie genau die Informationen liefern, die Zielgruppen für konkrete Entscheidungen brauchen, einfach zugänglich und gut extrahierbar sind. Und hier ganz wichtig: Wenn wir an diesem Thema arbeiten, können Veränderungen sehr schnell eintreten und damit meine ich so innerhalb von Wochen. Wie können wir Share of Citations messen? In einem AI Search Visibility Tracker deiner Wahl, sowas wie Profound oder PKI, aber es gibt ganz viele in unterschiedlichen Preissegmenten und sie können prinzipiell alle dasselbe. Diese Tools werten für definierte Prompts aus, welche Domains oder URLs in Antworten zitiert werden und aggregieren daraus einen Anteil an allen Citations im Vergleich zum Wettbewerb. Share of Mentions, Anteil der Nennungen entlang der Kundenreise. Was lernen wir aus Share of Mentions? Share of Mentions zeigt, wie häufig eure Marke in KI-Antworten genannt wird. Unabhängig davon, ob sie als Quelle zitiert wird. Das heißt, das kann sein, dass gar keine Quelle zitiert wird, aber eure Marke wird hier genannt. Damit misst du die gedankliche Präsenz eurer Marke im Antwortuniversum der Modelle. Marken, die sehr stark in den Trainingsdaten vertreten sind, bekommen deutlich mehr solcher Erwähnungen, sogar wenn sie kaum als Quelle genutzt werden. Wir haben aktuell einen neuen Kunden, Milliardenkonzern, die sind natürlich unglaublich stark vertreten in den Trainingsdaten und scheinen da voll oft mit der Marke vor, obwohl sie eigentlich viel zu wenig und den falschen Content online haben und als Quelle werden sie eigentlich gar nicht zitiert. Eben noch ein kurzer Key Insight hier, um klar zwischen Marken
Nennungen und Citations zu unterscheiden. Marken werden häufiger in KI-Antworten genannt, wenn sie als unverwechselbare, fachlich autoritative Entitäten in ihrem Themenfeld sichtbar werden. Dafür braucht es eine klare Positionierung, eindeutig zugeordnete Fachinhalte und konsistente Signale über eigene und externe Qualität. Also wenn ihr sagt, okay, das ist eine Brand, die jeder kennt, die sind tendenziell automatisch extrem gut in Nennungen und wir wissen ja, die Modelle haben einen extremen Big Brand Bias. Das heißt, wenn die Quellenaufbau zusätzlich machen, dann werden sie sehr oft genannt, aber auch sehr oft zitiert. Wenn wir an diesem Thema, an Nennungen arbeiten, werden Veränderungen lange dauern. Und mit lange meine ich Monate oder Jahre. Wie können wir Share of Mentions messen? In einem AI Search Visibility Tracker deiner Wahl. Welche Quellen werden zitiert entlang unserer Kundenreise? Was lernen wir daraus? Die Quellenanalyse zeigt dir, auf welchen Websites, Medien, Plattformen oder Dokumententypen KI-Systemen bei einem Thema bevorzugt für Antworten zurückgreifen. Daraus lernst du, welche Player in deinem Themenfeld als besonders vertrauenswürdig, extrahierbar und relevant gelten und wo du selbst vielleicht zusätzlich neben deiner Webseite Präsenz aufbauen musst, um häufiger berücksichtigt zu werden. Wie können wir Quellen messen? In einem AI Search Visibility Tracker deiner Wahl. Sentiment. Wie deine Marke entlang der Kundenreise dargestellt wird. Was lernen wir aus Sentiment? Sentiment zeigt dir, ob eure Marke in den Antworten eher positiv, neutral oder negativ beschrieben wird. Damit erkennst du, ob Sichtbarkeit mit einer vorteilhaften Wahrnehmung einhergeht oder ob eure Marke zwar präsent ist, aber in einem schwachen oder problematischen Framing. Das kann aus unterschiedlichen Gründen passieren. Wenn wir jetzt was Negatives betrachten, wie zum Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen, veraltete Informationen, aufgrund von unklaren Informationen, Fehlinterpretationen oder ein tatsächliches Markenwahrnehmungsproblem, wo irgendjemand zerreißt deine Leistungen, Produkte in einem Forum, was auch immer. Kann alles sein. Wie können wir das messen? In einem AI Search Visibility Tracker deiner Wahl. AI Conversions haben Klicks in KI-Assistenten zu einer Conversion geführt. Das heißt, Klicks können ja nur passieren, wenn jemand auf eine Citation, eine Quellennennung klickt. Genau. Was lernen wir über AI Conversions? AI Conversions zeigen dir, ob Klicks aus KI-Oberflächen am Ende zu Leads, Käufen oder anderen Zielhandlungen geführt haben. Wie können wir AI Conversions messen? Über Web Analytics und dem Referrer oder OTM-Parameter. Logfile-Analyse, Crawling und Abrufe von KI-Bots über Zeit. Was lernen wir aus Crawling und Abrufe von KI-Bots? Die Logfile-Analyse zeigt dir, ob und wie häufig KI-Bots eure Inhalte abrufen. Das ist kein Beweis für Sichtbarkeit in KI-Antworten, aber wenn relevante Bots kaum oder gar nicht kommen, ist es wahrscheinlicher, dass neue aktualisierte Inhalte nicht zeitnah in KI-Systemen berücksichtigt werden oder eure Inhalte für Antworten herangezogen werden. OpenAI unterscheidet dabei ausdrücklich, beziehungsweise ich glaube alle, zwischen Crawlern wie zum Beispiel dem GPT-Bot und sowas wie ChatGPT-User mit unterschiedlichen Funktionen. Und hier gleich ein kleiner Insight. Crawling von ChatGPT ist zum aktuellen Zeitpunkt, also das zu betrachten, ist nicht wertvoll, weil sie gerade dabei sind, einen Index aufzubauen und wirklich jeden Trash crawlen dementsprechend. Also Trash, den Google nicht mal ansehen würde. Das heißt, wie viel der GPT-Bot crawlt, ist unwichtig. Interessant ist eher ChatGPT-User, nämlich diese Live-Abrufe, wie oft hier auf euren Content zugegriffen wird. Wie können wir das Crawling und Abrufe von KI-Bots messen? Über Serverlogs oder Tools wie Cloudflare, AI Control und Microsoft Clarity. So kannst du eben Trends über Zeit, betroffene Verzeichnisse, Response Codes und Unterschiede zwischen einzelnen KI-Bots auswerten. Wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel sowas verwendest wie Microsoft Clarity, der Funktionsumfang ist noch gering. Ich würde eher wirklich eine echte Logfile-Analyse machen, wenn ich mir das genauer ansehen würde. Aber es ist
im Vergleich zu Share of Citations nicht so wichtig. Das ist wirklich für, ich würde sagen, fortgeschrittene Teams wichtig, die auch verstehen, was diese Dinge genau bedeuten. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn du über die Zeit merkst, okay, bei diesen Live-Abrufen kommen Bots immer mehr vorbei, dann musst du offensichtlich etwas richtig machen. Brand Searches, Entwicklung der Anzahl an Markensuchanfragen in klassischen Suchmaschinen. Was lernen wir aus der Entwicklung der Brand Searches? Die Entwicklung der Brand Searches ist ein indirekter, aber aus meiner persönlichen Sicht sehr nützlicher Indikator dafür, ob KI-Sichtbarkeit in mentale Verfügbarkeit übersetzt wird. Wenn mehr Menschen nach deiner Marke suchen oder nach eurer Marke suchen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass KI-Antworten euer Markeninteresse verstärken, auch dann, wenn kein direkter Klick, was auch nicht Sinn der Sache ist, aus der KI-Oberfläche messbar war. Wie können wir die Entwicklung der Brand Searches messen? Ja, am besten über die Google Search Console für die tatsächlichen Impressionen und Klicks markenbezogener Suchanfragen. Was gibt es jetzt für Gefahren beim Prompt-Testing und Prompt-Tracking, was ja die Grundlage für fast all diese Metriken ist oder die meisten? Nummer 1 und das größte Problem, Qualität der Prompts. Es ist essentiell zu verstehen, dass andere Prompts die Ergebnisse vollkommen verändern können. Genau deswegen ist es so entscheidend, die Entwicklung von, weil du brauchst sowas zuerst wie synthetische Personas, wirklich auf Daten zu basieren, also hochwertigen, längeren Kundeninterviews, umfangreichen Umfragen, plus Google Search Console und alles einfach mit echten Datenpunkten zu validieren. Weil wenn du das nicht ordentlich machst, ist deine ganze Basis der primären Metriken eigentlich Treibsand. Und Nummer 2, Branded Prompts. Das haben wir jetzt schon bei mehreren Agenturen beobachtet. Was sie gerne machen, ist, sie nutzen primär Prompts, die die Marke enthalten und fügen dann über die Zeit systematisch mehr Prompts hinzu mit der Marke. Dadurch wirkt es für das Unternehmen so, als ob sie viel Sichtbarkeit haben und es eine positive Entwicklung der KI-Sichtbarkeit gibt. Lasst es doch hier nicht reinlegen. Dieses Spiel hat man auch schon früher gespielt mit dem, dass man Kunden im SEO für ihre eigene Brand gerankt hat. Lasst euch nicht wieder mit dem gleichen Trick reinlegen. Also wirklich aufpassen, ist gerade gang und gäbe. Und zu guter Letzt, aus meiner Sicht das coolste, Prompt-Testing-Hacks aus der Praxis. Erstens, was ist schlecht an Marke, Produkt, Leistung? Was sind die Nachteile von Marke, Produkt, Leistung? Ich finde das eine der spannendsten Prompt-Testing-Ansätze überhaupt, weil man diese Perspektive gerne unter den Teppich kehrt, weil niemand mit negativen Dingen konfrontiert werden will. Hier kann rauskommen, dass deine Positionierung mit gewissen Nachteilen verbunden ist, was grundsätzlich vollkommen in Ordnung ist, wenn das ein bewusster Trade-off ist. Hierdurch kann es aber auch sein, dass du herausfindest, welche negativen Erfahrungen Menschen in Foren gepostet haben, was vielleicht für negative Hintergründe irgendwie in den Trainingsdaten gelandet sind oder ob du einfach ein Online-Reputation-Problem hast. Unglaublich wichtig. Ich weiß, das ist unangenehm, aber macht euch auch dazu ein Setup, um solche Sachen beobachten zu können. Was sind jetzt Beispiele dafür? Was ist schlecht an Marke, Produkt, Leistung? Was sind die Nachteile von Marke, Produkt, Leistung? Welche negativen Erfahrungen hatten andere mit Marke, Produkt, Leistung? Und damit kriegst du schon mal einen guten Überblick. Aber ich würde es dann auch nochmal genau auf deine Branche, dein Setup genauer zuschneiden. Zweitens, unterschiedliche Richtungen für unterschiedliche Zwecke. Je nachdem, haben wir schon gesagt, je nachdem, wie du Prompts auswählst, bekommst du natürlich ganz andere Ergebnisse raus. Das Simpelste ist, du hast ein Prompt-Set, das deine Customer Journey also die komplette Customer Journey vielleicht für eine Persona in 30 Prompts grob bewertet. Und das ist cool, das ist ein sauberes Setup, aber was ich auch machen würde, vor allem in Bereichen, wo das wichtig ist, dass man auch für ganz spezifische kleine Bereiche, die
sehr unternehmensrelevant sind oder sehr umsatzrelevant, dass man hier nochmal genauer reingeht und dann für diesen spezifischen Bereich nochmal ein ganz genaues Prompt-Set macht, um feiner in die Details zu gehen und einfach weniger nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern wirklich kleinteilig zu werden. Was wir zum Beispiel mit großen Kunden machen, ist, dass wir uns deren Corporate Influencer und Fragen zu denen spezifisch ansehen. Damit meine ich nicht wieder, das klingt nach Branded Prompts, aber eher so, wie kommen Leute dann zu diesem Corporate Influencer. Das macht vor allem Sinn für Unternehmen, die extrem starke Personenbrands brauchen, beziehungsweise vom Geschäftsmodell darauf basieren, sowas wie große Beratungshäuser oder Wirtschaftskanzleien. Einfach mal um ein Beispiel zu geben, dass es nicht nur, oh, wir haben unsere Customer Journey und wir haben diese Persona und das ist unser Prompt-Set. Man kann das auf ganz vielen Ebenen machen und man sollte das auch so entwickeln, damit man die Muster anfängt zu lernen, die Funktionsweise von LLMs besser zu verstehen und einfach besser wird darin, das Spiel zu spielen. Und je feiner man wird, desto bessere Entscheidungen kann man auch hinsichtlich Content, PR und Technik ableiten. So, vielleicht denkst du jetzt, ja, das sind alles nur Spielereien, KI-Suche. Das kann noch warten. Bedenke, jeder Mensch hat jetzt einen solchen KI-Berater in der Hosentasche und wenn man sich das Nutzerverhalten, also die Daten dazu ansieht, vertrauen Menschen diesen Beratern, auch wenn sie Fehler machen, mehr als so ziemlich jeder anderen Quelle. Dementsprechend ist das nicht irgendein Larifari-Spielchen, sondern das sind genau die Sachen, die Unternehmen machen sollten, wenn sie diese Transformation der Suche gut überstehen und aktiv gestalten wollen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.